Ja, hallo alle zusammen. Schön, dass so viele da sind heute. Wir sind beide im Landesvorstand und Bundesvorstand der Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz, kurz Tierschutzpartei. Das ist Jessica Frank, ich heiße Matthias Ebner. Und wir bedanken uns nochmal ganz recht herzlich, dass wir hier eingeladen wurden, eine Rede zu halten und heute dabei sein dürfen und freuen uns darüber. Hello everybody, very awesome that so many people are here today. The two of us, Jessica Frank and me, Matthias Ebner, are in the Federal Steering Committee and Regional Steering Committee of the Tierschutzpartei, a party for humans, animals and the environment. And we thank again the organizers for inviting us to have a speech today here. We are very happy to be here. Okay, now Jessica will give the speech in German and I will read to you the English parts. Die Flüchtlingswelle nimmt immer weiter zu. Im selben Maß scheint der Hass gegen eben diese schutzbedürftigen Menschen zu steigen. Wir, die Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz, sind entsetzt über die Toleranz gegen menschenverachtende Äußerungen, die Masse dieser Aussagen und natürlich die entsetzlichen Taten der letzten Wochen. Masses of refugees keep coming to Germany. In the same dimension, hate seems to be growing too. We, the Party for Humans, Animals and the Environment, are outraged about the severity of these hate utterances, its dimension and the tolerance they often face. Kennen diese guten Deutschen und selbsternannten Volksschützer eigentlich unser Grundgesetz? Hier nur Artikel 1.1 und 1.2. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und Absatz 2, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Do these good Germans and self-declared guardians of the German people actually know our constitution? Here's Article 1, paragraph 1 and 2 of it. Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall be the duty of all state authority. The German people therefore acknowledge inviolable and inalienable human rights as the basis of every community, of peace and of justice in the world. Als direkte Reaktion auf die Anschläge in Heidenau schrieb unser Landesverband Sachsen am 26. August diesen Jahres: Die Brutalität und die menschenverachtenden Äußerungen von Rechtsradikalen und deren Mitläufern müssen umgehend durch die Bundesregierung kontrolliert und beurteilt werden. Harte Strafen sind in diesen Fällen gefragt. Wir erwarten nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern zeitnahe Lösungsvorschläge, denn dieser Zustand ist für die Asylsuchenden nicht zu ertragen. Zeigen Sie Mitgefühl und Menschlichkeit. Geben Sie Recht und Gedankengut keinen Nährboden, denn die Auswirkungen eines solchen Fehlverhaltens haften noch heute am deutschen Volk. Von der Bundesregierung erwarten wir einen konkreten Plan, wie in den nächsten Monaten verfahren wird, denn die aktuelle Situation ist für keinen eine Dauerlösung. As direct reaction to the assaults in Heidenau, our regional association of Saxony wrote, "The brutality and inhuman speech by right-wing extremists and their followers must immediately be evaluated and punished by the German government. Beyond lip service, we expect quick solutions, as this status is unbearable for those who seek asylum. Please show empathy and humaneness. Don't give fascist seeds soil to grow upon. The consequences of such behavior still stick to the German people. The German government must quickly elaborate a sound plan for the further proceeding, as the status quo cannot be a permanent solution for anyone." In unseren Augen sind nicht die Fremdenhasser das Hauptproblem der derzeitigen Krise, sondern die verblendeten Ewiggestrigen unserer Gesellschaft. Ungebildete, gewalttätige Rassisten, die von der deutschen Rechtsprechung leider viel zu oft verschont bleiben und sich somit noch im Recht fühlen. Warum wird ein Angriff auf irgendeine wirtschaftliche Struktur als terroristischer Anschlag geahndet, während rechter Terror, also der Angriff auf fremdländische Menschen, als Jugendsünde, bedauerlicher Fehltritt oder traurige Tat eines Einzelnen abgetan wird? Das Hauptproblem liegt bei unserer Rechtsprechung und unserer Bundesregierung. Am global um sich greifenden, uneingeschränkten Kapitalismus, der Globalisierung und der rasanten Vernichtung der natürlichen Ressourcen, an der Kriegstreiberei der Mächtigen und ihrer westlichen Waffenlieferanten. Wie und warum kommen Terroristen und Diktatoren an Waffen aus Deutschland? Warum werden derart viele Waffen an solche Länder geliefert? Warum überhaupt?
Hat Deutschland diese Einnahmen wirklich so nötig? Haben wir uns nicht schon lange an der Ausbeutung unserer Welt und unserer Mitmenschen gesund gestoßen? Muss der letzte Tropfen bis aufs Blut noch ausgequetscht werden? Und da wird sich gewundert, dass sich Abertausende auf den Weg zu uns machen. To us, not just the xenophobe are a main problem of the current crisis, but also these blinded, uneducated, extremely conservative or even violent racists who, unfortunately, are being spared much too often by the German judiciary and thus get the impression to be right. Why are any attacks on economic infrastructure being punished according to paragraph 129 Criminal Code, while right-wing terror, thus attacks on foreign people, is being dismissed as youthful folly or sad action of a single person? The main problem lies with the current government, with the globally acting unrestricted capitalism, speeding extermination of natural resources, as well as the warfare of those in power and their Western suppliers of weapons. Why do weapons made in Germany end up in the hands of terrorists and dictators all around the world? Why do we export weapons in such countries? Why at all? Do we need the income from those exports? Haven't we yet earned enough from exploiting our planet and our fellow human beings? And then they wonder why thousands of people get on their way to us. Grundgesetz, Artikel 14, Absatz 2. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Die Allgemeinheit besteht aus uns allen. Wir haben die Verantwortung, uns für unser Wohlergehen erkenntlich zu zeigen. Und derzeit ist es an uns als Staat, die Konsequenzen der Kriegstreiberei zu tragen. Und darum bitten wir alle Bürger in unserem Land, den Kriegs- und Hungerflüchtlingen zu helfen. Informieren Sie sich über Hilfsprojekte und Spendenmöglichkeiten, denn die Bundesregierung scheint maßlos überfordert zu sein. Und behandeln Sie unsere Gäste so, wie Sie in einer solchen Situation behandelt werden möchten. Article 14, paragraph 2 of our Constitution. Property entails obligations. Its use shall also serve the public good. The public consists of all of us. We have the duty to pass the good we receive on to others. Currently, it's up to us as a nation to bear the consequences of warfare, and that's why we ask all citizens of our country to help those who flee from war or hunger. Please inform yourselves about how you can help or donate, because the government seems to be unable to cope with the challenges we are facing. Die konkreten Forderungen in unserem Wahlprogramm zur anstehenden Landtagswahl lauten daher: dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen, Anerkennung von Ausbildungsnachweisen und zügige Integration in den Arbeitsmarkt. Oder auch, kurz gesagt, menschliche Asylpolitik statt Festung EU. The concrete requests of our election program for the upcoming federal state election thus are: decentralized accommodation of refugees, acknowledgement of educational certificates, and quick integration into the job market. Human politics of asylum instead of fortress EU. Thank you. Dankeschön.